Florida steht unter Druck, und die Wohnsignal sind langist nicht mehr subtil. In einem Bundesstaat, der als Paradies aus Sonne, Gleichkeiten und Freiheit vermarktet wird, werden Millionen von Bewohnern still und leise aus ihrem eigenen Leben gedrängt. Die Wohnkosten explodieren in einem Tempo, dass die Messenfamilien nicht überleben können, die Nebenkosten steigen ins Unermessliche, und die einfachsten alltäglichen Handlungen, Wohnung mieten, sie Rekord wird steiger Hitzkirchhillen, die Lichte entlassen, werden zu einem finanziellen Glücksspiel. Das ist kein Zukunftsszenario und kein Prognose von Wirtschaftsexperten. Das passiert gerade jetzt, überall in Florida, und es beschleunigt sich schneller, als die Verantwortlichen bereits sind zugegeben. In Städten wie Miami, Tampa, Orlando und Fort Lauderdale sind Mieter hangen inzwischen gnadenlos. Wohnungen, die noch vor wenigen Jahren bezahlbar waren, sind Verlierer, Krankenschwestern, Servicekräfte und Rentner inzwischen völlig unerreichbar. Familien wurden mit zweistelligen Mietgerangen konfrontiert, oft Overwohnungen und ohne Alternativen. Die Nebenkosten, getrieben durch steigende Energiepreise, überlastet Infrastruktur und wiederholt Tarife hangen, erreichen Monat für Monat new Eschast in die, woran die Alleinweit hinterrinken. August rennt extreme Hitze in Floridiana zwischen Komfort und der Berleben Workland, zwischen laufender Klimaanlage oder Einsperrungen Benahrung, Medizin und Transport. Verwählt ist keinen Sicherheitspuffer mehr, nur noch stehen die Angst. Im Zentrum dieses wachsenden Sturms steht Gouverneur DeSantis, ein Figur, deren nationales politisches Profil aufstieg, worin das Leben der normalen Floridianer immer instabiler wird. Dabei rennt die Landesverfahrung Wirtschaftswachstum und Bevölkerung zu feiert, erleben die Bewohner etwas weilig anderes in Lebenshaltungskostenkreis, die Florida still und leise zu einem der teuersten Bastenden für das tägliche Leben gemacht hat. Die Diskrepanz ist erschütternd. Offizielle Statements melden Bild von Wohlstand, die Realität vor Ort halt ein DB stärkt, von Vertreibung, finanzieller Belastung und wachsender Angst. Besonders gefährlich ist, wie anglich dies Kreis trifft. Am stärksten betroffen sind nicht die wohlhabenden Nuang-Mumlinge oder Investoren, die Immobilien aufkaufen, es sind die Menschen, die den State am Laufen halten. Per Pflegekräfte der stundenlang pendeln, will sie sich Wohnungen in deren sie nicht leisten können, Lehrer, die Schaubesitz verlassen, die sie lieben, will die mehr als die Hälfte ihres Einkommens verschlingt. Mitarbeiter kleiner Unternehmen, die nicht aus freien Stiken endigen, sondern weil es unmöglich geworden ist, nicht genug an ihrem Arbeitsplatz zu wohnen. Ganz Gemeinden lehren sich, ersetzt durch Kursitvermeitungen, spekulative Immobilien an leerste Hände erhalten von Eigentümern, die dort nicht wohnen. Die Folgen breiten sich bereits aus. Krankene User kämpfen mit Personalmangel, Schulen haben Schwierigkeiten, Lehrkräfte die zu halten, lokal Gäste verschleiert und frohe oder ganz, will sie Mitarbeiter finden, die sich das Leben in der Ländle leisten können. Zwangsarmungen nehmen still, aber stetig zu oberstück Familien, instabil, leben an von Gehalt zu Gehalt, immer nur einen Notfall entfernt vom Kollaps. So sieht es aus, wenn Wohnkosten, Nebenkosten und Versicherungen Jahr für Jahr schneller steigen als die Einkommen, und nennenswerte Genmaßnahmen. Doch der beunruhigendste Aspekt dieser Kreis ist nicht, wie sichtbar sie geworden ist, sondern wie normal sie langsam wirkt. Steigende Mieten werden als Marktkrafttyp abgegeben, Nebenkosten hängen als unvermeidbar dargestellt. Verantwortung verwischt, versichert oder abgelatzt. Dabei handdessen tragen Floridianer den Schock persönlich, still ans Schimmerschaft. Der Druck wird weiter, und das System bietet jeden Monat weniger Ausweg. Florida ist nicht über Nacht in dies Kreis geraten. Sie wird im Lauf der Zeit konstruiert durch politische Entscheidungen, regulatorische Erlügen, unkontrollierte Spekulationen und ignoriert Wohnungen. Und jetzt steht der Staat am gefährlichen Rand, denn wenn Menschen sich Unterkunft, Energie und grundlegende Stabilität nicht mehr leisten können, bleibt der Schaden nicht bei den einzelnen Haushalten. Breitet sich aus auf öffentliche Dienstleistungen, die Arbeitskraft, die Wirtschaft und das Sozialwirtschaften selbst. Es geht hier nicht nur hohen Preis. Es geht einen Punkt, an dem etwas zerbricht. Und Florida ist eher daran, als die meisten Menschen glauben. Die Lebenshaltungskostenkreis Floridas ist nicht über Nacht explodiert. Sie wird sie fristig hinter verschlossenen Türen aufgebaut, worin Wohnsitzen sich oft und wiederholt ignoriert wurden, wo bei Jahre hinweg signalisierten Wohnungsverklut. Verbrocher Schuthase und sogar intern Barricade des Bundesstaats, das Florida gefährlich exponiert war, so abhängig von spekulativem Immobilienmarkt, so nachsichtig bei der Regulierung von Versorgungsunternehmen und so langsam, die Bewohner vor aggressiven Preissteigerungen zu schützen. Dies Wohnungen stoppten das Wachstum nicht, sie verlangsamten die Entwicklung nicht, und sie änderten sicher nicht die politische Richtung. Stattdessen wurden sie unter Schlagzeilen über Bevölkerungsboom und Rekordtourismus begraben. Einer der größten Treiber war die Immobilienspekulation in industriellem Maßstab. Nur in Florida sich als Stürgi und Stages, wirtschaftsfreundliches Paradies vermarktet, strömten institutionelle Investoren und Ufer aus anderen Bundesstaaten hinein.
In Familien User und Workkomplex wurden massenhaft aufgekauft, oft bar bezahlt, was die Preisweit über das hinaustrieb, was lokal Einkommen noch stemmen konnten. Bebauungsgesetz blieben starr. Der Bau von bezahlbarem Wohnraum hinkt hinterher. Mietkontrollen wurden politisch blockiert. Das Ergebnis war sogar die Nachfrage explodiert. Das Angebot blieb knapp und die Preise stiegen nahezu reibungslos. Als die Öffentlichkeit schlechtlich realisiert, was Gesture hat sich der Markt bereits dauerhaft gegen sie verschoben. Gleichzeitig stiegen die Nebenkosten still und ließ. Floridas Energieinfrastruktur, stark abhängig von fossilen Brennstoffen und veralteten Systemen, wurde teurer im Unterhalt und Betrieb. Versorgungsunternehmen drunkerten auf wiederholt Tarife hangen, unter Berufung auf Brennstoffvolatilität, stürmische den und Infrastrukturaufwärtungen. Die Offsite bleibt schwach, Verbrucherschutz begrenzt. Jede Erhang wird isoliert genehmigt. Als wo berechend oder notwendig dargestellt, Zusammen sagten sie jedoch einen anerbittlichen Offer Rückstrach auf die Haushaltsrechnungen. In einem Staat, in dem extrem Hitze kein Option ist Strom kein Luxus ist Berleben. Und dieses Erbelben wird jeden Monat teurer, Versicherungen verschärfen das Problem. Die Prämien für die Behördenversicherung stiegen nach wiederholten Hurrikanen und dem Rückgang von Versicherern, wodurch Hausbesitzer und Vermieter nach Deckung suchen mussten. Dies Kosten verschwanden nicht, sie wurden direkt auf die Mieter abgelost. Hier Prämien für Hütten zu Herrenmieten. Hier Mieten 5 Harten zu Vertreibung. Vertreibung wirst die Arbeitskräftemangel. Die Kettenreaktion bewegt sich schnell und ungebremst. Und selbst wenn sich die Prämien für neue Haushalte verdoppelten oder verdreifachten, blieben strukturelle Reformen blockiert. Temporell sangen ersetzen langfristige Strategien, Jonen Schlagzeilen seht aber kein Stabilität für die Bewohner. Die Führungsbein war sich der Risiken bewusst. Diskussionen auf Staatsebene erkannten die Probleme der Bezahlbarkeit an. Bericht wiesen auf Engpässe im Bereich Mitarbeiterwohnungen hin. Ökonomen wohnten, dass Floridas Wachstumsmodell fragil wird. Doch die Prioritäten legen anderswo. Kulturelle Kegemorphe dominierten die Schlagzeilen. National Ambitionen verschlangen Aufmerksamkeit. Währenddessen wurden die Mechanismen des täglichen Lebens, Unterkunft, Nebenkosten, Versicherungen, dem Markt überlassen. Selbst als dieser Markt immer feindlicher gegen bei den Menschen wird, die den Staat am Laufen halten. Besonders gravierend ist, dass dieses Versichern während eines wirtschaftlichen Aufschwungs geschahe. Dies war kein recessionsgetriebener Zusammenbruch. Es passiert, da drin die Beschäftigung wächst, der Tourismus boomt und die Steuereinnahmen stark wären. Das tat der Moment sein im Müssen, einzugreifen, Wohnraum zu stabilisieren, unkontrolliert Preissteigerungen zu begrenzen, den Verbrucherschutz zu stärken. Stattdessen wird Momentum mit Resilienz verwechselt. Wachstum geht als Beweis, dass das System funktioniert, während immer mehr Floridianer still und leise darunter litten. Jetzt seien die Konsequenzen unvermeidlich. Der Puffer für Bezahlbarkeit ist verschwunden. Familien, die Preissteigerungen bewirtschaften konnten, schaffen es nicht mehr. Arbeitskräfte verlassen den Staat. Essential Dienstleistungen geraten unter Druck, die Illusion unbegrenzter Möglichkeiten prallt auf die Realität der monatlichen Rechnungen. Und die beruhigendste Erkenntnis nichts, davon war überraschend, die Wungen waren da, die Entwicklung war sichtbar, der Kreis war vermeidbar, Florida driftet nicht einfach in diesen Moment. Es war dorthin gefährt, durch Entscheidungen, Unterlassungen und das Versäumnis unbequem Realitäten frühzeitig anzuerkennen. Und jetzt, da der Druck steht und die Geduld schwindet, seien die Kosten der Versanierung nicht länger theoretisch. Sie wurden jeden Tag von Menschen bezahlt, die als richtig gemacht haben, dennoch nicht bleiben können. Die Auswirkungen sind längst nicht mehr abstrakt. Sie sehen sich in leeren Wohnungen, wollen im Setzwegen und am besetzten Arbeitsplätze sehen, weil die Menschen einfach nicht in der Nähe ihres Arbeitsplatzes leben können. Lehrer pendeln stundenlang oder verlassen den Staat ganz. Krankenschwestern übernehmen zusätzliche Schichten, nur am Steigerungen ausgeglichen, die ihre Löhne hangen bei weitem überstiegen. Serviceverkauf wird des Grad von Floridas Tourismuswirtschaft, schläfen im Auto, teilen überfällt Wohnungen oder verschwinden komplett aus der Arbeitswelt. Wenn Wohnkosten und Nebenkosten schneller steigen als die Locken, bricht sie aus nicht der Markt, es brechen die Menschen. Ganze Stadtviertel leeren sich. Langjährige die da leben am stabil Mieten an worüber Rechnungen herum Aufsport haben, wurden verdrängt, nicht durch neue Familien, sondern durch Kursivvermeidungen und spekulativ Leerstände. Wohnanlagen wechseln den Agent mehr, Mieten steigen über Nacht, und mehr Vertragsverlängerungen kommen mit zusammen, die Bines bietet wirken $600 mehr im Monat. 800.000. Für viel Haushalt geht es kein Ernennungsphase, nur ein Aromung oder die hastige Entscheidung, den Bundesstaat zu verlassen, den sie jahrzehntelang Zuhause nannten. Stabilität wird schnell, wenn Wohnensammelung Kaspiel wird. Die wirtschaftlichen Auswirkungen breiten sich aus. Kleinunternehmen kämpfen darum, Personal zu halten, auch wenn Mitarbeiter weiter wegsehen oder ganz kündigen. Restaurants resender Fangseiten. Medizinische Einrichtungen sind sich mit Engpässen konfrontiert.
Projecte Version sich will Arbeitsgruppe net local bleiben können. Steht in mehrere Notantakun fit, Socialdienst and Cruising Management Ostben, wo Gelder für Entwicklung und Infrastruktur still umgeliefert wurden. Wo als Wohnungsproblem begann, wird zu einem Produktivitätsproblem, dann zu einem Problem für Öffentlichdienst und schließlich zu einem Wirtschaftsproblem. Sobald die Menschen aufhören zu glauben, dass in Ort lebenswert ist, folgt das Investment an aus der Chaos-Faktor bei Versorgungsleistungen wird Belastung noch weiter Familien, die ohnehin schon am Limit leben, müssen zwischen Klimaleg oder Lebensmitteln wechseln, Sommerhits macht kein Kompromiss. Stromrechnungen steigen gerade in den Monaten, in denen das Einkommen am verwundbarsten ist. Für Senioren mit festem Einkommen ist jeder Erhang ein Bedrohung. Für Eltern kleiner Kinder ist sie ein konstant Quell der Angst. Die Sorge gilt nicht nur dem Geld, sie gilt der Sicherheit. Was passiert, wenn der Strom abgeschaltet wird die Inchtestrechnung ein Grenz überschritten, wann das sich nicht erholen können. Die Instabilität im Wohnungsmarkt wirkt sich auch auf die Bildung aus. Kinder werden mitten im Schuljahr aus Schulen genommen, wenn Familien plötzlich umsehen müssen. Die Anwesenheit sinkt, die Leistungen leiden, Lehrer berichten von ständig wechselnden Klassenzimmern, Schülern, die schneller kommen und gehen, als unterste Sangsystem mithalten können. Das sind keine Einzelfälle, das sind Muster. Wenn Familien keinen festen Anker haben, verlieren Gemeinden ihre Kontinuität. Und wenn Kontinuität bricht, halot der Schäden weit larger als jeder einzelne Haushaltszyklus. Am alarmierendsten ist, weil still sich die Schaden anhäufen. Es gibt kein Sirenen für Vertreibung, keine Anmeldung, wenn eine Familie nicht auch stigende Mieten aussieht. Kein Notstandsackelrang, wenn eine Krankenschwester ihre Sachen packt und in den Norden sieht. Die Kreis entfaltet sich in tausenden privaten Entscheidungen unter Druck, all in die gleiche Richtung weniger Besalbarkeit, weniger Stabilität, weniger Vertrauen, dass es sich lohnt zu bleiben, und dennoch hinkt die offizielle Reaktion der Realität hinterher. Daten kommen erst, wenn der Schäden bereits passiert ist. Taskforces werden gebaldet, nachdem Nachbarschaften verschwunden sind. Hilfsmaßnahmen folgen jar hinter den Marktverschiebungen her. Das System reagiert langsam auf ein Problem, das schnell voranschreitet und diverse Jarung erhöht die Kosten. Wenn schleilich über Maßnahmen diskutiert wird, hat der Schäden bereits das Leben der Menschen verändert. Es geht hier nicht nur Zahlen in Tabellen oder Diagrammen in den Nachrichten. Es geht darum, ob Florida die Menschen halten kann, die den Staat am Laufen halten. Ob Wachstum und Schutz Wohlstand oder Kollaps hat. Ob die Verfahrung versteht, dass Beselbarkeit keine Bentme ist, sondern das Fundament, auf dem alles an der Rot. Denn wenn dieses Fundament bricht, bleibt der Schäden nicht lokal. Breitet sich aus, dort Schulen kranken User, Unternehmen und ganz Gemeinden, bis die Frage nicht mehr lautet, wie teuer Florida geworden ist, sondern für wenn es überhaupt nicht bezahlbar ist. Die Verantwortlichen für dieses eskalierende Desaster sind kein Geheimnis. Governor DeSantis, längst geführt für seine aggressive Wirtschaftspolitik an seinen Niedrigstworkers, sieht sich nun Fragen gegenüber, die nicht mehr wegzuwischen sind. Jahrelang preist die Landesführung Floridas Wachstum als Modell für die Nation, doch die Politik, die dieses Wachstum heißt, trägt direkt zu explodierenden Wohnkosten und Chaos bei den Versorgungsleistungen bei. Ein Reis für Entwickler, Steuerwerkentstehungen für Investoren und ein leises Verhaltungsser mit Stabilisierung schufen einen perfekten Sturm, der normal Floridianer schutzlos Zero Kleis. Wohnungen von Ökonomen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und sogar Internen berichten wurden, wie ignoriert oder als Handelbetriebung abjeten. Jed ignoriert mitteilung. Jed versus Gert an Rang und Jed Genehmigung unkontrollierte Versorgungsgebühren hangen den Druck auf Familien, die kein Ausweichmöglichkeiten hatten, auf kommuneller Ebene sitzen Bürgermeister und Stadtrat die im gleichen Sturm. Local beamt wohnten auf Deva, das Infrastruktur, Bebauung und Sozialdienst mit dem Tempo der Entwicklung mithalten können, Doktor Stimmen wurden von politischem Theater und parteiischen Schlagzeilen über Politiken, die den Druck lindern sollten, temporäre Subventionen, Notwohnungsprogramm oder Aufsichtsgremien wurden langsam umgesetzt, schlatt durchgeführt oder so unterfinanziert, dass sie wirkungslos blieben. Liegt im letzten Jahr entlehnten Memos, die klarstellten, dass bestimmt Erhangen der Versorgungssicheren Haushalt mit niedrigerem Einkommen überproportional belasten wurden, trotzdem wurden sie ohne Anpassungen durchschwanken. Die Menschen, die eigentlich die schutzbedürftigsten schützen sollten, wurden oft von politischen Prioritäten übergangen und mussten die Kosten selbst tragen. Auch Unternehmen tragen ihren Teil der Verantwortung. Großimmobilienkonzerne, Investmentgruppen und Versorgungsanbieter nutzten regulatorische Lücken, die Kreis für Profit zu verstärken. Bericht zeigen, dass Unternehmen aggressiv lobbyierten, mehr Kontrollen zu verhindern, Steuerwerkentstehungen zu sichern und Geberhangen durchzusetzen. Dadurch Familien kämen auf den vierten wohlstandssättigen Quartals zu. Die Kluft zwischen politischem Handeln und Profitstreben war nicht größer.
und die Konsequenzen sind jetzt verheerend sichtbar. Leerwohnungen bleiben unerschwinglich, Stromrechnungen steigen in der Hitze, und die menschlichen Kosten wachsen täglich. Indirektes Spiegelbild der Entscheidungen, die weit entfernt von den Betroffenen getroffen werden. Besonders frustrierend ist der Kontrast zwischen öffentlichen Statements und privater Anerkennung. Beamt besigneten Florida wiederholt als resilient, und beleiuhend, obwohl intendeten tosen hoschelt mitska omangsrisiko, Versorgungschaos und watchsende lokale wirtschaftlich Problem seiten. Fendlich Communication versprach sangen, Taskforces und langfristig Pläne, worin die Work aus kurzfristigen Maßnahmen, versorgten Einhorrogen und bürokratische Trittgate war. Jeet Pressemitteilung, die wachste Mode Chancen Herverhab, stand im krassen Widerspruch samleid auf den Straßen. Cognitive Dissonanz, die Wort, Protest und Misstrauen unter den Bewohnern Interhati. Das politische Theater verschleiert zudem ein tiefer Wahrheit dies Kreis ist noch nicht vorbei. Jelen enger systemisch Problem unbehandelt bleiben, desto terrorischer wird die, ihnen schistwell sein. Immobilien-Speculation geht weiter, die Energiepreise werden mit Sommerhitze und unvolatile Emhilrakten voraussichtlich steigen. Versicherungsprämien bleiben nach wiederholten Hurrikanen instabil. Erfahrungsgemäß pedestierende Battieren gesättigte Streeten Pressekonferenzen abhalten, dort der wirkliche Schieden ist kumulativ, Jemison und vertriebenen Familien, geschlossenen Betrieben und zersplitteten Gemeinden. Die menschlichen Konsequenzen eskalieren schneller als politische Reaktionen und siegen das Gefühl, dass diejenigen, die Elsangen liefern sollen, in einer parallelen Realität leben, weit entfernt von der Dringlichkeit, die normal Floridianer täglich erleben. Wird das nicht wegen eines Inselenfillers, sondern weil das Master klar ist, Wohnungen ignoriert, Empfehlungen bei Suggestionen, Leben gesterat, woran die Verhörung auf Optik statt Ergebnisse setzt. Es ist nicht nur ein politisches Versagen, es ist ein moralisches Versagen. Die Frage lautet nicht mehr, ob die verantwortlichen verantwortungsvoll handeln werden, sondern ob sie schnell genug handeln können, zu verhindern, dass die Situation weiter aus Kontrolle gerät. Floridas Kreis ist ein spiegelvergeleiteter Prioritäten, ein eindringliches Beispiel dafür, was passiert, wenn die Mechanik der Verwaltung versagt und diejenigen nicht schüttet ist, die auf sie angewiesen sind. Jede Versagerung, jede ignoriert Empfehlung und jedes kalkuliert politisch Mandeln verwirst irrgeht menschliches Leid und Lust in den Bundesstaat am Rande balancieren, zwischen kontrolliertem Chaos und vollständiger Katastrophe.